So, hier ist Anne Bross von Anne Bross Kunst. Ich zeige euch heute ein kleines Aquarell, ein sogenanntes Aquarell-Doodle oder Aquadoodle genannt. Und das ist einfach eine Fantasielandschaft, die ich heute malen werde. Ich habe mir meine Aquarellfarben hergestellt und da fange ich jetzt an, mit einem Pinsel ganz locker eine Linie aufzubringen und die Farben möchte ich ineinander fließen lassen, sodass nach und nach eine kleine Landschaft entsteht. Hier habe ich ein Beige genommen und je nachdem, wie oft man mit der Farbe darüber streicht und wie viel Wasser man verwendet, vermischt sich das. Da nehme ich jetzt noch eine andere Farbe hinzu, ein leichtes Ockerbraun. Zwischendurch immer den Pinsel auswaschen. Jetzt male ich mit einem Gelbocker eine zweite Ebene, lasse ein bisschen von der Farbe in die erste Ebene herunterfließen, indem ich immer Wasser hinzugebe und einen Weg zulasse. Die Farbe fließt dann in diesen Wasserweg sozusagen hinein. Jetzt habe ich eine braune Farbe genommen. Da werde ich ein kleines Haus damit malen. Das muss auch gar nicht so exakt sein. Wichtig ist nur, dass verschiedene Farben ineinander fließen. Und bei diesem Ineinanderfließen ergeben sich wieder neue Farbeffekte auf den Ebenen. Man arbeitet mit relativ feinen Pinseln, die also wirklich feine Pinselhaare haben. Es sind meistens Marderpinselhaare, also keine richtigen Borstenpinsel, die man vielleicht bei der Ölmalerei oder Acrylmalerei verwendet. Jetzt male ich mit einem rötlichen Ton das Dach des Hauses. Ja, so setzt man das
nach und nach fort. Dann bringe ich wieder eine neue Farbe ins Spiel. Man kann auch das Blatt ein bisschen bewegen, damit die Farbe ineinander fließt. Mit einem Rotbraun male ich noch ein zweites Haus dazu, aber nur ein kleineres. Wie ihr seht, fließt die rotbraune Farbe auch etwas unten in den zweiten Landschaftsstrich hinein. Und erzeugt einen Schatten. Zimmerfeuerwehr. Und wieder tupfe ich etwas von der gleichen Farbe in der untersten Ebene auf, damit auch diese Farbe weiter unten erscheint. Mit einer stärkeren Farbe habe ich jetzt nochmals Akzente in die Ebenen gesetzt. Jetzt fange ich an, eine grüne Farbe aufzutragen. Mit der grünen Farbe bilde ich jetzt die hinterste Ebene mit verschiedenen Hügeln. Da lasse ich das Grün ziemlich hell, denn wie ihr wisst, je weiter die Landschaft entfernt ist am Horizont, umso heller erscheint sie fürs Auge. Vorne im Vordergrund sind also die intensiven Farben, hinten werden die Farben zart. Da setze ich ein Lila ein. Um ein Lavendelfeld zum Beispiel anzudeuten. Denn ich dachte, könnte jetzt eine Landschaft in der Toskana beispielsweise sein.
Mit Blau beginne ich den Himmel und schaffe auch einen kleinen Übergang zu dieser Hügelebene. Male ganz locker einen Himmel mit ein paar Wolken angedeutet. Ihr müsst auch nicht dieses Blatt Aquarellpapier komplett bemalen, lasst ruhig weiße Stellen oder am Rand freie weiße Zonen, denn das Ganze lebt dann von Lebendigkeit, die durch verschiedene Ebenen erzeugt wird. Und wenn das dann gerahmt wird, dann sieht es sehr interessant aus, denn bei einem Aquarell wird nicht unbedingt immer das ganze Blatt bemalt. Weiße Stellen bringen Effekte. Kleine Farbspritzer, die ihr nicht haben wollt, könnt ihr mit einem Küchenkrepppapier und mit Wasser abtupfen. Solange das nicht eingetrocknet ist, ist das möglich. Da habe ich jetzt einen dunkleren Blauton genommen, habe noch ein paar Farbspritzer aufgesetzt, nehme mir Wasser und verdünne, verteile das Ganze wieder. Und bilde so auf diese Art und Weise ein kleines Wolkenbild. Wenn eine Stelle zu intensiv mit Farbe belegt ist, könnt ihr das auch noch weiter mit Wasser verdünnen, beziehungsweise dann mit einem Papier die Farbe wieder etwas wegnehmen. Ihr könnt das Blatt mal drehen, dass die Farbe woanders hinfließt. Ich sauge die Farbe mit dem Papier auf und ihr seht schon, ist das kleine Problem behoben. In der Aquarellmalerei ist es so, je mehr Farbschichten ihr übereinander setzt, umso intensiver wird dann auch die Farbe. Das baut sich vom Anfang bis zum Ende etwas auf.
Mit der blauen Farbe füge ich jetzt noch ein Feld im unteren Bereich zu. Das eine kleine Wasserzone darstellen soll und außerdem mit dem Himmel dann korrespondiert. Ich nehme einen anderen Pinsel, aber sehe, der ist nicht ganz so geeignet. Aber dieser Pinsel, das ist ein Pinsel, der hat etwas längere Borsten und wird Schlepperpinsel genannt. Mit diesem Schlepperpinsel füge ich jetzt eine grüne Farbe hinzu und male kleine Bäume in die Landschaft. Das sind Bäume, die relativ hoch sind und spitz zulaufen, so wie man das in der Toskana meistens sieht. Jeder erinnert sich an dieses Bild. Und auch hier geht bitte so vor, ganz hinten ist die Farbe etwas blasser. Je weiter man das in den Vordergrund setzen will, umso intensiver muss das von der Farbe her gestaltet sein. Ganz vorne male ich auch einen Baum. Da habe ich schon von Haus aus die Farbe dunkler gewählt. Das wiederholt man dann eben so oft, bis einem die Intensität zusagt.
Das Bild werde ich jetzt trocknen und habe mir einen Permanentmarker in schwarzer Farbe genommen. Und jetzt kommt der zweite Teil, das sogenannte Doodle. Mit dem Stift setze ich dann Markierungen mit Linien. Einfach, das bleibt meiner Fantasie überlassen, was ich da reinzeichne. Das können Formen oder Linien sein. Wie zum Beispiel bei den Häusern deute ich dann die Fenster und Türen noch an. Ihr könnt kleine Schraffuren machen, könnt aber auch Gegenstände oder Gebäude andeuten, ganz wie es euch gefällt. Da ist nichts vorgeschrieben, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Es ist eine Spielerei, deswegen nennt man das auch Doodle. Da male ich jetzt auch noch so eine Schlangenlinie rein. Male kleine Kreise, Punkte. Die hintere Hügelkette, da füge ich jetzt auch Linien hinzu. Das kann man frei machen, wie man möchte. Ich schaue da immer auf die Farbverläufe und betone dann speziell diese Linien.
mache da kleine Striche rein. Jetzt habe ich noch einen weißen Gelstift. Den muss ich immer vorher testen, ob er auch schreibt. Mit dem kann ich jetzt auch eben Linien und Schraffuren einbringen oder Punkte mit einer weißen Farbe. Ich habe mich entschlossen, mit dem Pinsel jetzt noch fortzufahren und noch ein paar Schatten hineinzubringen. Da habe ich mir jetzt ein Orange ausgesucht. Das arbeite ich jetzt in das Bild ein, auch an anderen Stellen, um einfach die Ebenen noch ein bisschen zu intensivieren, zu betonen.
mit einem Grün bringe ich jetzt etwas Schatten in diese Hügelkette. Im Himmel habe ich mich entschlossen, noch etwas Lila und Rosé einzubringen an verschiedenen Stellen. Da habe ich dann eine Korrespondenz farblich gesehen zu dem lila Lavendelfeld. Und an dieser speziellen Stelle werde ich mit Gelb eine Sonne andeuten und Sonnenlicht, das auf die Landschaft herunterscheint. Noch einen Hauch von Lila in der untersten Ebene.
habe da eine kleine Wasserspur gelegt und tupfe jetzt ein helles Gelb auf. Das ist dann dieses Sonnenlicht, das sich über die Landschaft legt. Und auch die Sonne selbst mache ich jetzt noch etwas intensiver gelb. Eure Anne Pross von Anne Pross Kunst. Danke fürs Zuschauen. Ciao.